Hallo, wir sind das Produzententeam von JBO. Wolltest auch du schon immer mal einen JBO-Song produzieren? Dann schau dir das genau an. Um also Musik am Computer zu produzieren, brauchen wir eine Musiksoftware. Quasi das Microsoft Word, um Musik aufzunehmen. Für unseren Zweck verwenden wir Reaper und das findet ihr auf www.reaper.fm. So tippt man das ein, geht da drauf, dann öffnet sich die Webseite, geht hier oben auf Download Reaper und hier auf Download. Dann wird es runtergeladen, das hier installieren und dann habt ihr Reaper bei euch auf dem Computer. So sieht also der Inhalt von dem ZIP-File aus. Als erstes schnappen wir uns die Datei, die heißt jbo.reaper Theme Zip und klicken da mal doppelt drauf. Als nächstes gehen wir hier auf die Datei JBO metalwasmyfirstlove.rpp. Das ist das eigentliche Projekt. Da drücken wir doppelt drauf und dann geht's auf und sieht so aus. Wenn ihr Reaper also zum ersten Mal geöffnet habt, dann seht ihr als allererstes dieses kleine Fenster, das euch darauf hinweist, dass ihr es nach 30 Tagen bitte kaufen wollt. 30 Tage lang könnt ihr es aber kostenlos benutzen. Da unten ist dann ein kleiner Countdown, der ist irgendwann vorbei und dann geht ihr auf Weiter testen und könnt loslegen. Willkommen in der JBO-Welt. Diese einzelnen Elemente kennt man von der Bühne. Schlagzeug, Bass, Gitarren, die Gesänge einzeln. Und wenn das alles gleichzeitig an ist, dann kommt das Lied, wie ihr es kennt. Aber dem nicht genug, da sind auch noch Sachen in der Session, die kennt ihr vom Original noch nicht. Und die könnt ihr einfach mal ausprobieren. Damit ihr euch ein bisschen hier zurechtfindet, erkläre ich euch mal ein paar Basics. Wir wollen zum Beispiel Sachen anmachen und ausmachen. Wir wollen lauter und leiser machen. Und vielleicht wollen wir manchmal auch ein Element alleine hören und nicht mit dem ganzen Rest zusammen. Dafür gibt es hier diese Fader. Das ist zum Beispiel der Fader da drüben, wo man das Schlagzeug lauter und leiser macht. Das klingt dann so. Na, wenn dann mal ein Schlagzeug kommt. Das ist lautes Schlagzeug. Dann kann ich das Schlagzeug auch alleine abhören, indem ich hier auf das S drücke. Das nennt sich Solo. Dann höre ich nur das Schlagzeug. Und wenn ich jetzt ein bestimmtes Element ausmachen will, dann gibt es den sogenannten M-Knopf für Mute. Auch bekannt als Halt die Klappe. Jetzt ist das Schlagzeug weg. Außerdem wollt ihr natürlich vielleicht mal in eine spätere Sektion reinklicken. Da geht ihr hier oben in den Bereich, ne? Also links ist vorne, rechts ist hinten. Das kennt ihr vom Media Player. Und ihr klickt da einfach so mit eurem Cursor rein und schon seid ihr an der Stelle. Wir haben einiges zusammengetragen. Geile Gäste am Start. Alea der Bescheidene von Saltatio Mortis. Flamenco Hip-Hop. Jazz Polka. Also man kann jetzt schon erahnen, es gibt super krasse Kombinationsmöglichkeiten. Aber wozu ihr verpflichtet seid, ist selber neue Sachen aufzunehmen. Jazz, Volksmusik, Klassik, Elektro. Alles kein Problem für JBO. Ihr habt also ein Riesentalent an der Darmflöte. Ihr seid großartig an der Kettensäge. Ihr habt die bestklingende Bremse vom Fahrrad, die man sich vorstellen kann. Dann machen wir Folgendes. Wir legen eine neue Spur an. Zum Beispiel ganz am Ende von der Session, ganz unten hier beim Track Nummer 31, machen wir entweder Rechtsklick und gehen auf Neuer Track oder drückt Steuerung und T. Dann erzeugt es hier unten einen leeren Track, der hat noch gar keinen Namen. Den könnt ihr einen Namen geben, nämlich zum Beispiel Mein großes Solo. Und dann ist eure Aufgabe hier auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ja? In dem Moment müsst ihr bei euch schon was blinken. Wenn ihr zum Beispiel vorm Notebook-Mikrofon schon sitzt mit eurem Instrument, dann könnt ihr das auch schon hören. Und dann drückt ihr, wenn diese Spur hier dunkelpink leuchtet, dann ist sozusagen der Track scharf geschalten. Dann wird an der Stelle was recorded. Und nun müsst ihr einfach nur noch hier auf Aufnahme drücken und ihr seht, da wird was aufgezeichnet. Ja? Mit dem Mausrad reinzoomen und schon seht ihr, wie hier Dinge ertönen und Sachen hörbar sind. Stopp gedrückt und dann könnt ihr hier nochmal auf Play drücken und könnt euch euer Werk anhören. Wenn ihr vorher ein bisschen Käse gespielt habt, könnt ihr hier den Einstiegspunkt etwas verschieben, sodass man es bloß ab hier hört. Oder ihr habt zu lang gespielt, dann kann man es hier hinten ein bisschen verkürzen. Und dann ist eure Fassung fertig. Macht's lauter, macht's leiser, so wie es euch am besten gefällt. Und dann macht euch das Ganze so, wie ihr das haben wollt. Also ihr entscheidet euch, was für Details ihr jetzt hören wollt im Kontext. Und am Schluss drückt ihr hier auf Datei, Rendern. Und könnt hier einfach den Ordner auswählen. Dann geht's hier oben auf Gesamtes Projekt exportieren. Sucht euch einen Ordner raus, hier zum Beispiel, und geht dann auf Render und los geht's.
einmal durchgelaufen und euer Meisterwerk liegt auf der Festplatte. Mit einem Programm wie Reaper könnte man Dinge anstellen, die kann nicht mal ich mir vorstellen. Das werden wir jetzt hier nicht vorführen, viel zu kompliziert, insbesondere für mich. Aber wenn ihr das tun wollt, dann schaut euch ein paar Tutorials auf YouTube an. Und jetzt noch aus der Kategorie, ich kenne mich bereits ein bisschen aus. Da unten, ganz am Ende, gibt es eine Spur, die heißt Klick. Das ist quasi die rhythmische Referenz für all die Leute, die schon ein bisschen tiefer eingestiegen sind. Die klingt so. Und die sagt euch akustisch genau, wo die rhythmischen Schläge sind. Die könnt ihr einfach mal dazu laufen lassen. Und dann könnt ihr euch beim Einspielen besser orientieren, wo genau im Rhythmus im Takt ihr seid. Manche Leute nennen das ja auch Metronom, gell? Aber nur Leute, die studiert haben. So, und jetzt seid ihr dran. Jetzt geht es darum, dass ihr den Song zu eurem Song macht, dass ihr eure Details hinzufügt. Liefert was Geiles ab. In diesem Sinne, macht's gut, ciao!